Endlich, haben wir gedacht. Auf nach Brasilien, ab ans Meer, haben wir gedacht. Doch es kommt anders. Was aussieht wie ein Traum, entpuppt sich als Albtraum. Wenn wir es diesmal nicht schaffen, den Bus zu reparieren, dann ist das das Ende unserer Reise. Es ist Neugier, die uns treibt, die Ferne, das Unbekannte. Die Freiheit, mit den Jahreszeiten zu reisen. Aktuell sind wir in Südamerika. Willst du mit uns einen ganzen Kontinent entdecken? Dann buch jetzt dein Ticket. Was kostet das? Nichts natürlich, ist gratis. Na dann, bin ich dabei. Wir sind in Brasilien. Eigentlich wollten wir ans Meer, doch leider haben wir ein Problem. ¿Qué tal? Oh, schwierig. Ist schwer aufzumachen. Ich komme kaum ran. Ich habe mir ein Werkzeug gebaut. Es ist zum Verzweifeln, echt unglaublich. Wir müssen irgendwie das Getriebe aufkriegen, um zu gucken, wie viel Öl noch drin ist, weil wir das Öl verlieren. Hab ich ein bisschen geschnitten. Weil wir das Öl verlieren. Und ich habe mir erstmal ein Werkzeug gebaut, weil ich keinen 17er Innenschlüssel habe, damit ich irgendwie die Schraube vom Getriebe aufkriege. So, und damit versuche ich jetzt die Schraube vom Getriebe aufzumachen und Getriebeöl nachzufüllen, weil uns das Getriebeöl wie blöd unten aus dem Auto raustropft. Das gibt's doch gar nicht, Alter. Oh Mann, ey. Ja, alles Kacke. Einfach alles totale Kacke. Die Reparatur hat nicht funktioniert. Wir haben zwar das Geräusch nicht mehr, das Lager ist repariert, dafür spritzt uns jetzt Öl aus dem Getriebe raus. Die Kupplung rutscht durch, weil das Öl auf die Kupplung raufkommt und wir sind in Brasilien. Wir sind weit weg von da, wo wir in irgendeiner Art und Weise unser Auto reparieren können. Hier gibt es zwar Mechaniker, aber es gibt in Brasilien, und auch bitte keine Belehrungen, Jungs und Mädels, es gibt hier keine T3-Teile. In ganz Brasilien nicht, hier gibt es nur T2-Teile. So, ich habe jetzt zum Glück, also Volker ist ja verantwortlich dafür und nimmt auch die Verantwortung an. Er hilft uns. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, wir sind hier 120 Kilometer von der paraguayischen Grenze entfernt, irgendwie nach Paraguay zu kommen. Wenn wir es bis dahin schaffen, holt uns ein LKW ab und fährt uns wieder nach Independencia und die reparieren das Auto. Was ich sehr großartig finde und dafür bin ich Volker auch sehr dankbar. Aber nichtsdestotrotz wäre ich froh, wenn es funktionieren würde. Wir kriegen die Ablassschraube nicht auf, die ist so angeknallt, ich habe keine Chance. Wir haben 3 Werkzeuge jetzt kaputt gemacht, ich kann nicht mal kontrollieren, wie viel Öl noch drin ist. Das heißt, wir fahren jetzt sehr, sehr langsam, keine großen Belastungen und versuchen mit dem Ding in irgendeiner Art und Weise dahin zu kommen. Das wären die schwersten 120 Kilometer unseres Lebens. Das wird noch härter, als aus dem Pantan herauszufahren. Auf! Wir sind jetzt gerade mal irgendwie 10 Minuten unterwegs und am Berg im 4. Gang rutscht uns halt die Kupplung durch. Ich fahre schon nur mit 80, 2000 Umdrehungen, so langsam wie es irgendwie geht, dass das Getriebe nicht so belastet ist. Aber wenn die Steigung zu hoch wird, macht das halt nicht. Ja, jetzt hoffen wir mal, es sind noch 100 Kilometer jetzt, dass wir bis dahin kommen. Ja, wir wissen ja nicht mehr, was hinten drin los ist. Ja. Noch 60 Kilometer, wir schleichen hier mit 70 mittlerweile durch die Gegend. Mehr geht nicht am Berg, also dann dreht es wirklich endgültig durch. Und jetzt fahren wir die nächste Tankstelle mal ran, lassen wir das Getriebe abkühlen, mal gucken, wie doll das tropft. Ein bisschen Geräusche macht, also ein bisschen Eindruck. Aber gut, bleibt uns ja jetzt erstmal nichts anderes übrig. So, jetzt sind wir hier wieder in der Schlange nach Ciudad del Este. Ist Sonntag, heute mal nicht ganz so voll wie gestern. Also gestern war vorgestern war das totale Chaos. Und wir haben es erstmal geschafft. Also wir sind jetzt sozusagen wieder in Paraguay. Das heißt, wir haben hier in Paraguay dann auch Hilfe. Also, es gibt mal wieder was zu futtern.
Und in unserem Video über die Preise in Paraguay haben wir ja nur die deutsche Kolonie in Independencia vorgestellt. Und uns haben total viele Leute geschrieben, ja, Paraguay ist teuer und Paraguay, das sind ja dieselben Preise wie hier. Ja, in der Kolonie. Aber jetzt waren wir gerade einkaufen und es gibt also 2 von diesen Schweinespießen, eine Empanada. 2 auf diese Sopa Paraguaya. Genau, 2-mal Sopa Paraguaya und Maniok. Ja, und für, ein bisschen Maniok. genau, und für alle, und, genau, 2 Portionen Maniok. Ja. Und was haben wir jetzt bezahlt? 20.000. Also 20.000 sind 2,40 Euro. Also wir haben 2,40 Euro bezahlt auf der Straße, um schön warm zu essen und genug zu essen für heute Mittag. 2,40 Euro für 2 Personen. Das ist billig. Ja. Cool, 60 Kilometer noch bis Melgarejo. Und dann haben wir es zumindest mal bis dahin geschafft, wo wir repariert werden können, ohne Schaden. Bisher läuft er. Es läuft auch kein Öl hinten aus. Also wenn wir wirklich langsam fahren, das Getriebe nicht zu heiß wird, dann kommt das Öl auch nicht raus. Aber naja, ist ja kein Zustand. Und ich hoffe, dass es jetzt, ja, wir haben noch, wie gesagt, eine Stunde und dann haben wir es gepackt. Dann können wir uns erstmal zur Ruhe setzen und die morgen das Auto reparieren lassen. Morgen, ihr Lieben. So, jetzt geht's los. Auf in die Werkstatt. Jetzt werde ich mir den Mechaniker vorknöpfen. Weil, gut, Fehler können ja passieren, ist ja nur auch nicht tragisch. Aber ja, der hat ja nur auch unsere Lichtmaschine repariert, weil da die Durchrutschbremse irgendwie nicht funktioniert und die quietscht jetzt auch wieder. Also so eine Reparatur, die nur 2 Tage hält, ist jetzt irgendwie auch kacke. Also jetzt werde ich mal mit Joshi reden, weil Volker, der gibt sich echt Mühe ohne Ende. Nur muss ich mir jetzt seinen Mechaniker hier mal zur Brust nehmen. Und jetzt hoffen wir, dass wir das hier schnell hinkriegen und dass wir hier schnell vom Acker kommen, weil wir haben schon die nächste Challenge. Am Samstag, Sonntag, wir wollten eigentlich Samstag, Sonntag fahren, denn nach Brasilien, wären hier 40 Grad. Ja, 40 Grad ohne Klimaanlage im Auto. Und wir stehen ja voll im Stau in Ciudad del Este. Das wird ein Martyrium. Also versuchen wir Freitag wegzukommen. Wir müssen also spätestens in 3 Tagen, 4 Tagen hier fertig sein. So, das ist der Plan, das ist die Challenge. Ja, ist echt zum Verzweifeln. Also wir wissen noch nicht, was es ist. Getriebeöl sieht erstmal sauber aus, also Spannung haben wir keine, das ist gut. Da muss irgendeine Verspannung drin sein, die diesen Ton macht, dieses Wuh, was wir hören. Also wir haben ja bei 2000 Umdrehungen immer so ein, wenn wir unter Belastung sind, so ein Wuh, könnte man dazu sagen. Ja. Und das hängt irgendwie zusammen mit dem Ölaustritt, weil das Ding wird halt auch schweineheiß, das Getriebe, so heiß, dass ich fast nicht anfassen kann. Und wenn es dann zu viel Druck aufbaut und vielleicht noch unser Überdruckventil, also es ist ja nicht ein Überdruckventil, sondern so ein, also ja, wo die, falls zu viel Druck drin ist, kann die Luft da raus. Und wenn das Ding zu ist, naja, dann drückt es uns halt eben das Öl irgendwo raus. So, jetzt Getriebe raus. Zum 2. Mal in 2 Wochen. Echt geil. Zum 2. Mal in 3 Wochen. Und dann hoffen wir, dass wir den Fehler schnell finden. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt gehe ich erstmal zu dem geilen Bäcker, weil ich muss jetzt Frust fressen. Ich muss echt Frust fressen. Ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Echt nicht. So, ich habe jetzt 3 süße Teilchen. 3 oder 4. Ist mir scheißegal. Ach so, jetzt kommen die Hunde dort. Ja, ich gehe woanders hin. Hey! Abgang. Verpiss dich. Ja, und wisst ihr, was ich mir zum Frustfressen hole? Das ist jetzt, ich würde sagen, so 40 Jahre her, dass ich das letzte Mal das gegessen habe. Und zwar mit meiner ganz, ganz lieben Oma. Meine Oma hat mir immer dasselbe mitgebracht und mich immer damit glücklich gemacht. Und zwar Sahnewindbeutel. Ich habe das letzte Mal Sahnewindbeutel, ich glaube, also wirklich vor 40 Jahren gegessen. Da war ich noch ein Kind. Und jetzt aus Frust gibt es eine schöne Erinnerung. Also, und das ist mein Mechaniker, das ist Joshi. Und Joshi wird uns das Leben retten, ja? Joshi, rettest du uns? Ja, natürlich. 100%? Ja, 100%. Gut, also wir setzen auf Joshi. So, Joshi, ich gebe dir mal vernünftiges Licht hier. Dass du auch was siehst. Ich sehe gut. Ja? Problem. Okay, wunderbar. Man muss sparen die Batterie, weil nachher werden wir oben gebrauchen. Licht. Ich habe extra aufgeladen. Ah, gut. Die Amitec-Lampe, die hält lange. Kupplung muss man jetzt abmachen. Baue ich noch ein anderes Licht. Willst du nicht den Tito holen? Welchen Der Tito? uns geholfen hat, Schieben, der starke Mann, Damit er das rausholt? der mit der Glatze. Den holen, der ist da drüben. Ja. Den holen, Okay. weil der hat Kraft. Okay, alles klar. So, ich habe Tito geholt. Tito kommt. Da kommt der Starke. Ayúdame a yo lado porque para aprender yo cuida. No.
Ey, Rico, du bist ein starker Mann, Dilo. Qué bárbaro. So, ich gucke mir das jetzt gleich nochmal an. Also hier vorne ist das Problem nicht. Das Problem wird hinten sein beim 5. Gang. Hier ist kein Öl drin. Beziehungsweise es jault ja immer, es jault ja in jedem Gang. So, jetzt hier nochmal. Hier hat kein Öl drin. Sie rutscht aber durch. Die machen wir ab, aber hier ist kein Öl reingekommen. Aber sie rutscht durch. Hier, wenn jetzt wäre Öl, wäre alles ölig hier. Wäre hier das Öl rausdrucken. Ich kann nicht mehr. Gut, wir sind jetzt ein Stück weiter. Getriebeöl lassen wir jetzt nochmal ab. Der Simmering, getriebeeingangsseitig ist in Ordnung. Das Lager vom Motor ist in Ordnung. Das ist alles in Ordnung. Das Einzige, was sein kann, ist, dass die bei der Reparatur zu dünnes Dichtungspapier verwendet haben auf dem Deckel des Getriebes. Und dadurch ist jetzt der Druck zu groß da drin. Dadurch entstehen unsere Töne, die Reibung, die Hitze und das ganze Problem. So, jetzt geht's los. Jetzt holen wir den Scheiß da raus und lassen das Öl ab. Das sieht sauber aus. Ja, meine Autos werden immer besser. Das Ding hat keine Scheiben, keine Bremsen. So, und sitzen tut man da drin wie Scheiße. Und man kann den Boden sehen. So, auf geht's. Wir brauchen so einen scheiß Dichtring und Dichtungspapier. Total geil. Hat echt geklappt. Wir haben es echt gekriegt. Hat ja lang gedauert. Hier Austria Respostos. Richtig fett. Waren die ersten, die es hatten. Und jetzt sind natürlich auch gleich ganz viele. Wie viele es haben? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben es. Richtig cool. Zusammenbauen und dann geht's weiter. Juhu! Döner. Oh, das sieht super aus. Dankeschön. Und dass mir hier keiner vorwirft, wir essen irgendwie nur deutsches Zeug hier in Paraguay. Nee, es gibt auch Döner. Fantastisch. Hammer, hätte ich nie erwartet. Jetzt haben wir echt nicht nur unser deutsches Zeug mitgebracht, sondern auch noch unseren Döner. Ich liebe es. So, das war lecker. Ersatzteile sind da, Essen war lecker, alles cool. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch ganz easy den Kram da einbauen und dann sollten wir vielleicht heute noch, vielleicht spätestens morgen wieder einsatzbereit sein. Dann war das einfach mal ein 600 Kilometer Umweg, aber zum Glück geregelt. So, 2 Tage, also sprich, heute ist der 2. Tag. Wir hatten gestern ausgebautes Getriebe, wir haben den Fehler gefunden. Und zwar für die T3 unter euch fahren, jetzt kommt mal ein bisschen Fachgeblabla. Beim T3-Getriebe ist beim 5. Gang definiert im VW T3-Buch oder zu diesem Getriebe, dass dort ein Dichtungspapier rein muss, was eine bestimmte Dicke hat. Ist dieses Dichtungspapier zu dünn, dann ist zu viel Druck hinten drauf und dadurch kommt Reibung zustande, weil es zu sehr zusammengepresst ist. Und diese Reibung macht halt Hitze. Diese Hitze hat dazu geführt, dass unser Öl zu heiß geworden ist. Und dann hatten wir schon den Simmering, der nicht mehr ganz so toll war. Und da sind so kleine Lamellen drin und die hat es dann endgültig verabschiedet. So, und dadurch kam das Öl raus. Jetzt haben wir den Simmering erneuert. Wir haben 2 Lagen Papier genommen, also dass wir dickeres Papier haben, weil das Papier hier nicht dick genug ist, was wir hier kriegen. Und dann sollten wir genug Abstand haben, keine Reibung mehr und dann sollte das vernünftig laufen. Getriebe ist schon fertig, liegt jetzt da unten, kommt jetzt genau da rein, die Kupplung sitzt schon. Also für alle die unter euch, die nicht so viel Ahnung vom Auto haben, das hier ist die Kupplung, ja? Und hier kommt das Getriebe jetzt rein, da ist der Motorblock. Und wenn wir das Ding dann eingesetzt haben, dann sollten wir auch fertig sein. Dann kommt noch Öl rein, die Kupplung entlüften. Und wenn wir das gemacht haben, dann sollten wir heute eigentlich schon vom Platz rollen und unseren Weg antreten können in unser Abenteuer. Wo wir wieder zurückfahren sozusagen, wo wir eigentlich schon längst waren. Ich sitze zum letzten Mal hier in der heißen Karre
und habe Getriebeöl gekauft. Und das ist gar nicht so einfach für ein T3 Getriebeöl zu kaufen, weil, jetzt geht natürlich wieder die Stimme hoch, oh, total leicht, wir sind hier in Südamerika, nicht in Deutschland. So, und wir brauchen ja 75 W90 oder 80 W90 und es muss GL4 sein. Warum GL4? Weil GL5 die Buntmetalle in den Synchronscheiben angreift und eben auch die Plastikkäfige von den Nadellagern angreifen kann. Aus der damaligen Zeit, heute nicht mehr, früher ja. So, jetzt habe ich lange gesucht und jetzt gab es hier zum Glück eins, API 80 W90, GL4, GL5, aber GL4 zertifiziert, das heißt, also haben wir keine Probleme, funktioniert. Das füllen wir jetzt ein, weil der Rest ist fertig und dann testen wir das Auto und hoffen, dass es funktioniert, dass es endlich weitergeht. Shoshi, ich hab's! Alemán, Aceite Alemán. Na, ich weiß nicht, Manol, ist das Deutsch? Alemán. Sind die gut? Ja, da kommt meine Tochter, guck mal. Wir haben es euch ja schon mal gesagt. Also hier in Paraguay wird nicht nur Mate getrunken, sondern vor allem Tereré. Und Tereré wird öfter am Tag zu sich genommen. Und dann wird alles fallen gelassen und dann wird Tereré getrunken. Irgendwie sympathisch. Ich gehe jetzt da auch hin und trink mit den Leuten da Tereré. Macht ja keinen Sinn, da rumzustehen und zu warten und diesem Brauch nicht zu frönen, zumal das Zeug ja total lecker ist. Also trinken wir jetzt Tereré. Hey chicos, Tereré. Esto, he dicho a la gente que se bebe en Paraguay tereré, ¿es correcto? A las 10 y a las 3, ok, entendido. Me voy a beber también. Gracias. Sehr lecker. So, und wenn man dann fertig ist mit Tereré, dann geht es wieder an die Arbeit. Frisch gestärkt. Aber was daran so geil ist, die trinken das ja ohne Zucker, das sind nur Kräuter. Das ist also Tee, es macht nicht dick. Bei der Hitze hier ist es auch gut durchgehend zu trinken. Es ist eiskalt, erfrischend. Geiles Getränk, macht mir Spaß. So, jetzt noch den Rest Öl einfüllen und dann müssten wir fertig sein. Angel! Hola, hallo, wie geht's? Wie sieht's aus? Sind wir fertig? Ja. Trabajar. Na komm, ich mach. Was ist du? Ja, es ist so eine Merda, es ist roto. No demasiado. Ja, was soll man sagen? Ich habe getauscht. Es reicht. Wir nehmen jetzt den. Wir brauchen den Hermann nicht mehr. Wir brauchen auch diesen blöden T3 nicht mehr. Wir fahren jetzt hier Hilux Turbo. Komm, wir gehen. Er ist wieder da! Und diesmal gehen wir davon aus, dass es funktioniert. Also ich muss noch mal sagen, Volker hat sich so ins Zeug gelegt. Also Volker und sein Team standen für einen Fehler komplett gerade, haben uns echt geholfen. Also erstmal dürfen wir bei Volker wohnen, das ist ja nun mal, sind wir super dankbar für. Und zum Zweiten haben die sich echt noch mal richtig alles auseinandergenommen, alles neu gemacht, den Fehler gefunden und den Fehler behoben. Und ja, jetzt hoffen wir, dass es weitergeht. Das haben wir uns verdient. Hey Wookie, na, ihr kleinen süßen Wuckelchen. Moretti Spaten. und Spaten. Sie trinkt's Deutsche, ich Italienische. Prost! Prost aufs Leben! Prost, mein Schatz. Prost auf den Bus. Hermann, wenn du nicht funktionierst, ich reiß dir den Kopf ab. Revendimos. Ist ja krass. Wie heißt es? Original Moretti, importiert aus Italien. Also, wir wissen, wie Moretti schmeckt. Das ist schön bitter. Das ist kein Moretti. Das ist süßlich mit einem leicht zitronischen Geschmack. Hat mit Moretti nicht so viel zu tun, aber trotzdem geil. Prost, meine Lieben. Ja, Volker, ultra cool. Danke erstmal für die Einladung zum Grillen. Und ich finde es so unglaublich männlich von dir, dass du so gerade stehst dafür, dass wir so hängen geblieben sind. Also ohne dich hätte es jetzt gar nicht geklappt. Ja, danke. Nee, ich denke mal, ist alles gut. Hat alles geklappt und Grillen ist ein guter Abschluss, oder? Ich denke, dass es ein guter Abschluss ist und sagen wir mal so, wir hatten echt große Probleme. Es ist ja auch nicht einfach gewesen. Ich meine, T3-Getriebe auseinandernehmen, klar kann man jetzt sagen, wenn man sich damit auskennt, ist leicht, aber es ist ja eine Geschichte, die man nicht jeden Tag macht.
Und wir sind Volker mega dankbar, dass er uns geholfen hat und am Ende, ja, wie gesagt, uns unter die Arme greift und wir doch wieder alles in Ordnung gebracht haben. Also wenn ihr irgendwie Probleme mit eurem Auto habt, hier in Melgarejo oder in der Region Villarrica, dann geht zu Volker und seinem Team. Die regeln alles. Ob das jetzt ein Hilux ist oder irgendein uralt Auto oder ein Traktor. Da. Danke. Ja, nichts sagen. Am nächsten Morgen fahren wir von Independencia zur brasilianischen Grenze. Na, das Robando la Caña oder was? Österreichische Wochen. Hier in Paraguay. Voll schön hier. Mate trinken, direkt am See. Wir sind in Ciudad del Este gelandet. Haben es wieder geschafft, sind wieder zurückgefahren, Auto ist repariert. Heute werden wir über die Grenze fahren und dann endlich nach Brasilien fahren. So wie wir es ja schon vor einer Woche gemacht haben und denselben Grenzübergang, chaotischen Grenzübergang nutzen. Aber wir freuen uns total drauf, dass es endlich weitergeht. Jetzt haben wir nachher noch einen Termin und in 2 Stunden geht es dann auf nach Brasilien. Brasilia, Brasilia. Brasil! Ach ja, Mensch, nicht Brasilia. Nochmal. Brasil, Brasil, Brasil. Das klingt aber scheiße. Das klingt scheiße. Also Brasilia me gusta más. Also, Anyway. wir sind halt wieder in Brasilien. So, da geht es jetzt Richtung Meer. Wir fahren da in ein Naturschutzgebiet. Also das größte zusammenhängende atlantische Regenwaldstück, was es noch gibt. Und da freuen wir uns drauf. Wir haben jetzt so lange das Meer nicht gesehen. Wann haben wir das Meer das letzte Mal gesehen? Antes del desierto de Atacama, 3 meses antes, ¿no? Überleg mal, 3 Monate ist es schon wieder her. Und ich vermisse das Meer so sehr. Ich mag ja Berge auch, aber ich finde Meer einfach besser. Ja, ich auch. Da, wo wir hinfahren, soll es Delfine direkt geben in der Bucht und naja, soll total verträumt sein. Und wir brauchen ja ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfach mal ein bisschen Ruhe und ein bisschen Natur. Ich habe jetzt so lange gestanden, einfach nur gewartet, repariert, am Auto rumgemacht, da war gar kein Bock mehr drauf. Und es sind jetzt noch ca. 500 Kilometer. Naja, heute noch einen ganzen Tag fahren, weil hier so richtig Autobahnen gibt es hier in Brasilien nicht. Das ist alles eher Landstraße. Ja, aber es fährt sich eigentlich ganz gut. In der Region Paraná sehen wir riesige Weizen- und Maisfelder, gigantische Mühlen und Großkonzerne über hunderte Kilometer. Wir erreichen die Stadt Curitiba, die letzte Großstadt vor der Küste. Hier leben 1,7 Millionen Menschen. Trotzdem hatten wir eine sehr ruhige Nacht im Stadtpark. Am nächsten Morgen ist der Park voll mit Capybaras. Seit Wochen versuchen wir, diese einzigartigen Tiere zu finden. Am Ende finden wir sie mitten in einer Großstadt. Capybaras gehören zur Familie der Meerschweinchen und sind das größte Nagetier der Welt. Sie kommen nur in Südamerika vor. Dann passiert etwas Seltsames. Es kommen viele Jogger, die im Park ihre Runden drehen. Gleichzeitig kommen Fotografen und machen Bilder von den Sportlern. Einer von ihnen ist Maurilio. Er erklärt uns, dass all diese Bilder auf einer Webseite hochgeladen werden. Hier kann man dann mit Hilfe von Gesichtserkennungssoftware sein eigenes Bild finden. Wir haben uns auch so gefunden. In Europa wäre so etwas undenkbar. Wenn du dein Bild dort findest, dann kannst du es kaufen und runterladen. Das kostet pro Bild ca. 2,70 €. So, in Brasilien ist wirklich alles anders. Wir versuchen ja die Welt zu retten und ich wollte gerade eben sagen, packt es mal in unsere Tüten rein, weil wir wollen nicht so viele Plastiktüten. Ich habe keinen Witz, ich habe 30 Plastiktüten bekommen. Schaut euch das mal an.
Jeder Artikel ist in einer Plastiktüte, zusätzlich zur Plastiktüte. Wir wussten ja, dass es mitten im Wald liegt, aber dass wir jetzt in den Regenwald kommen, das hätten wir nie gedacht. Das sieht hier so krass aus. Also Jurassic Park ist ein Scheiß dagegen. Um uns rum sind lauter grüne Berge, alles ist in Wolken. Es ist so saugrün, es gibt alles voller Früchte und Bananen, Papayas. Schier unglaublich. Und jetzt müssen wir nochmal 75 Kilometer Dirt Road fahren, bis wir dahin kommen, wo wir wollen. Also das ist völlig abgelegen. Also ja, hier ist sozusagen die letzte Ortschaft jetzt. Richtig krass, da freuen wir uns total drauf. Und so habe ich mir Brasilien vorgestellt. Einfach grüner Wald. Und das ist echt total schön. Also das habe ich noch nie im Leben gesehen. Das ist einzigartig. Uns fehlen jetzt noch 30 Kilometer, dann haben wir es geschafft. Es ist auch richtig heiß geworden, richtig feucht. Und wir brauchen alle erstmal eine Pause, vor allem Wilma, die ist völlig fertig. Na Wilmi, alles gut bei dir? Wie geht's? Ja, du bist ja gut drauf. Ja, perfekto. Na? Ja, komm mal her, meine Süße. Ja, das machst du ganz fein. Ja, auf jeden Fall geben wir dir immer dann schön was zu essen, damit die nicht unterzuckert. Also, und die Straße geht eigentlich. Also da war die Carretera Austral schlimmer und das waren 700 Kilometer. Wer einmal sowas gefahren ist, den stört ja sowas hier nicht mehr. Und das Lustige ist, dass die Brasilianer gesagt haben, ja, ganz langsam, maximal 40 km/h und pipapo. Also für uns ist das hier, wenn man die Carretera Austral sieht oder die Ruta 40 oder andere Straßen, die wir bisher gefahren sind, oder den Chaco, das ist ein Highway. Definitiv. Ja Leute, echte Vollkacke, also kann man echt nicht in Worte fassen. Wir haben es zwar ins Paradies geschafft, aber ob wir hier wieder wegkommen, das steht in Sternen. So Leute, wir brauchen ausnahmsweise mal eure Hilfe. Jeder von euch, der sich mit dem T3 in irgendeiner Weise auskennt, der ist jetzt gefragt. Wir haben es bis hierher geschafft. Wir haben zweimal das Getriebe ausgebaut. Wir hatten einmal das Geräusch an unserem Hauptlager. Danach haben wir zu viel Hitzewirkung gehabt, weil wir zu dünnes Papier am 5. Gang hatten, also sprich zu viel Druck. Und das haben wir alles behoben. Jetzt haben wir es bis hierher geschafft und wenn wir jetzt bergab fahren, im Schubbetrieb fliegt uns der erste Gang mit einem lauten Ton raus. Macht richtig so Bang. Mein Latein ist am Ende, wir haben keine Ahnung mehr.
Wenn ihr einen Plan davon habt oder irgendeine Idee habt, was wir falsch gemacht haben beim Zusammenbauen oder was es sein kann, dann schreibt uns das bitte in die Kommentare oder per Mail at contact@roadhousebus ist auch nochmal unten drin. Schreibt uns das, wir brauchen wirklich eure Hilfe. Also bei uns ja wie immer Glück im Unglück, wir wollen hier nicht rumheulen. Zum Glück haben wir es bis hierher geschafft, wir haben hier extra ein Haus gemietet. Der Ort ist super günstig, wir verlieren hier nichts. So günstig haben wir noch nie in irgendeiner Art und Weise unsere Zeit verbringen können. Und gleichzeitig können wir hier Geld verdienen, weil die halt fette Glasfaseranbindungen haben und wir damit natürlich in Deutschland vernünftig arbeiten können, um wenigstens die Kosten wieder reinzukriegen, die wir jetzt in den letzten Wochen verloren haben. Und es gibt echt keinen schöneren Ort als diesen hier. Wir sind direkt am Meer, also das Haus steht im Meer drin. Und Guaraquezaba ist ein kleiner Fischerort, total verträumt. Wir sind mitten im Atlantikregenwald. Das ist das letzte zusammenhängende Stück Atlantikregenwald, was es gibt. 75 Kilometer, kein einziges Haus in irgendeine Richtung. Man kommt hier schneller mit dem Boot in die nächste Stadt als mit dem Auto. Ist also genau der richtige Ort, um runterzukommen und sich zu konzentrieren auf die Arbeit. An der Stelle möchten wir auch nochmal allen sagen, danke. Danke für die Unterstützung. Ohne euch hätten wir es bis hierher überhaupt nicht geschafft. Und super lieb von euch, dass ihr uns bei PayPal unterstützt. Nächste Woche zeigen wir euch mal, wo wir hier wohnen. Für heute ist Schluss. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Woche. Ciao.